Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine zweite Weihnachtstorte für das Jahr 2024 und ich denke, es wird auch die letzte sein für dieses Jahr. Ich habe euch vor 2 Wochen schon eine gezeigt. Das ist die Lebkuchentorte mit Himbeersahne. Eine wirklich fantastische Torte, kann ich auch nur empfehlen. Die heutige ist so ähnlich, allerdings in einer anderen Geschmacksrichtung. Nämlich statt des Lebkuchenbiskuits ist es ein Spekulatius-Biskuit und die Füllung ist nicht Himbeere, sondern Mandarine und Quarksahne. Beides sind wunderschöne Torten und ich kann sie euch für die Weihnachtstage nur empfehlen. Bevor wir nun in die Zubereitung starten, möchte ich noch meinen heutigen Gewinn bekannt geben. Nämlich ich verlose heute einmal die 3er Herzbackform mit der Krone. Ihr seht es hier, wunderschön. Die Formen werden hier in Weibstadt in meiner Nachbarschaft eigens für mich gefertigt mit der Krone. Sie bestehen aus rostfreiem Edelstahl, sind fruchtsäurefest und sogar Spülmaschinen geeignet und für den kommenden Valentinstag oder Muttertag einfach wunderbar, vielleicht auch eine Hochzeitstorte in 3 Etagen. Also diese Formen sind wirklich wunderbar, gerade wenn man seine Liebsten verwöhnen möchte. Nach dem Backen fungieren die Formen natürlich dann auch als Backrahmen. Das heißt, ihr könnt dann euren Boden auch füllen und eine Torte daraus zaubern. Also das geht alles mit diesen Rahmen. Wirklich klasse und ein wunderschönes Set. Ihr springt in den Lostopf, indem ihr meine Gewinnfrage beantwortet mit dem Hashtag SCCC24 bitte, damit das automatische Tool jemanden auslosen kann. Die Gewinnfrage beantworten, die ich euch auf dem Blog stelle. Der Blog ist hier oben auf dem kleinen i und unter dem Videotitel direkt in der Beschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch die genauen Teilnahmebedingungen. Dann muss ich das jetzt nicht alles im Video erzählen, sondern wir können starten mit der Zubereitung unserer leckeren Spekulatius Mandarinen Quark Sahnetorte. Für die Torte backt ihr euch meinen hellen Biskuit am Vortag vor. Der einzige Unterschied zur normalen Zubereitung ist wir geben noch etwas Spekulatiusgewürz unter das Mehl, 1,5 Teelöffel ungefähr, und wir heben noch 50 Gramm zerbröselte Spekulatius unter die Masse am Schluss. Ich verlinke euch den hellen Biskuit mit den Änderungen in der Infobox und schreibe euch das auch nochmal ins Rezept. Also druckt euch das Rezept auf jeden Fall aus. Den können wir auch schon mal aus der Form holen. Und am besten ist es, den am Vortag zu backen, denn ein Biskuit muss sich immer so ein bisschen setzen. Dann lässt er sich viel einfacher schneiden und krümelt nicht so arg. Und vor allem ist es dann auch stressfrei. Einen Tag backt man den Biskuit, nächsten Tag füllt man, 3. Tag dekoriert man. Dann holen wir uns den Biskuit aus der Form. Und ihr seht schon, der ist richtig schön hoch geworden. Und ich nutze da auch immer gerne meine emaillierte Springform. Die findet ihr auch bei mir im Shop. Der Boden hat 26 cm Durchmesser. Wir ziehen uns einfach das Backpapier ab. Und hier seht ihr auch schon diese dunklen Stellen. Das sind die Spekulatius-Stücke, die ich noch untergehoben habe unter die Masse des Biskuits. Und ja, den legen wir uns gerade noch beiseite und schneiden ihn dann nachher, wenn wir unsere Füllung zubereitet haben. Es lohnt sich, ihn selber zu machen. Es schmeckt 1000-mal besser als ein gekaufter Boden. Und so schwer ist es wirklich nicht. Mit meinem Video schafft ihr das ganz bestimmt. Für die Füllung weichen wir uns die Gelatine 9 Blatt im kalten Wasser ein. Das dauert so 5 Minuten ungefähr. Dann ist sie weich und hat sich so ein bisschen aufgesogen. Und wer keine Gelatine benutzen möchte, der kann auch Agatine verwenden. Die wird einfach dann nachher mit dem Mandarinensaft 2 Minuten sprudelnd aufgekocht. Für die Füllung nehme ich jetzt erstmal 2 kleine Dosen Mandarinorangen. Ich habe aber noch 2 weitere in der Hinterhand, falls ich mehr benötige. Gerade schön abgießen. Und den Saft müsst ihr nicht verwerfen, den könnt ihr nachher verwenden. Schön abtropfen lassen und dann suchen wir uns einfach schon mal 14 oder 16 schöne heraus, die wir dann oben auf dekorieren können. Wir machen unsere Creme diesmal besonders wunderschön cremig und das erreichen wir, indem wir Eigelb pasteurisieren. Das kommt übers Wasserbad. Schön aufschlagen mit etwas Zucker, 60 Gramm. Schön cremig rühren. Ich gebe noch einen Löffel Vanillezucker hinzu von meinem selbstgemachten und unter ständigem Rühren richtig schön schaumig rühren. Ihr seht, hier unten kocht das Wasser. Das berührt den Topfboden nicht, sonst habt ihr nachher Rührei. Und sobald unser Eigelb 80 Grad ungefähr erreicht hat, können wir es runternehmen und dann werden wir uns den Quark einrühren.
abtrocknen und runternehmen. So, sehr schön. Hierzu kommen jetzt 500 Gramm Quark. Einfach dazu rühren. Ich mache das immer gerne in 2 Portionen. Und ich verwende gerne Halbfettstufe, keine Magerstufe, das schmeckt mir einfach besser. Gerade noch mit unterrühren. Ein bisschen Vanillepaste kommt noch hinzu, ungefähr 1 Teelöffel. Das ist unsere Creme-Basis. Einfach wunderbar. Das stellen wir jetzt gerade beiseite und holen uns unsere Gelatine wieder. Und ihr seht, die ist jetzt schön aufgequollen. Und die können wir jetzt einfach zwischen den Händen ausdrücken. Das Wasser wird verworfen. Dann gebe ich die Gelatine in ein kleines Töpfchen. Und hier gieße ich jetzt einfach 150 Milliliter Mandarinensaft dazu. Ich habe jetzt hier einen Mandarin-Orangensaft, den ich mir noch dazu gekauft habe. Aber ihr könnt auch den abgegossenen Saft einfach erhitzen. Nicht kochen, nur erhitzen. Gießen wir einfach dazu 150 Milliliter. Und ihr seht schon, dass jetzt die Gelatine sich auflöst. Gerade noch so ein bisschen verrühren. Und wer jetzt hier Agatine verwenden will, der kann das gerne tun und dann einfach die Agatine in den 150 Milliliter Saft 2 Minuten sprudelnd kochen lassen und dann genauso angleichen, wie ich das jetzt gleich hier mache, denn das ist noch relativ warm und unsere Quarkcreme ist aber schon recht kalt durch den kalten Quark. Deswegen rühre ich jetzt ein paar Löffelchen von dem Quark hier mit rein, um so ein bisschen anzugleichen, dass da wirklich nichts klumpt. So 3 Esslöffel oder sowas, das reicht schon dann. Da muss man dann mit links und rechts gleichzeitig arbeiten. Ist eine Herausforderung. Und dann prüft man einfach hier, ist das jetzt von der Temperatur her so ähnlich wie meine Quarkcreme. Und jetzt kann ich die angerührte Gelatine oder auch Agatine, völlig egal, hier dazugeben. Immer schön langsam und nacheinander, dass sich die Temperaturen angleichen. Wunderbar. Alles ist schön verrührt. Ich kratze noch einmal hier runter, dass ich auch sicher gehe, dass ich alles mit drin habe. Und das kann ich jetzt kurz zum Angelieren kalt stellen, so ungefähr 10 Minuten in den Kühlschrank oder auf den Balkon. Und in der Zeit werden wir uns die Sahne schlagen. Einfach gerade anschlagen und dann erst hochschalten, dann spritzt es nicht so. Das reicht auch schon. Sie muss nicht so ultra steif sein, sondern einfach, dass man sie jetzt gleich gut unterheben kann. Meine Creme ist auch schon etwas angezogen. Sie war so ein bisschen dicklich geworden an der Seite. Daran sieht man es immer ganz gut. Lasst sie nicht zu lange draußen stehen, sonst ist sie nämlich ganz angezogen. Da könnt ihr die Sahne nicht mehr unterheben. Also wirklich nur angelieren lassen. Also dass sie so ein bisschen dicklich wird einfach. Jetzt können wir hier unsere steif geschlagene Sahne unterheben. Am besten so in mehreren Portionen etwa. Ich habe irgendwie heute durch das Wasserbad eine andere Schüssel als sonst, merke ich gerade. Da seht ihr nicht so gut. Ich habe sonst immer Glasschüsseln. Wunderschön. Zweite Hälfte. Und ihr seht, die Sahne ist jetzt auch nicht super steif bei mir. Das macht auch nichts. Die wird durch die Gelatine dann fest. So. Gerade noch unterheben. Wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe solche Cremes. Und jetzt könnt ihr hier noch abschmecken, ob sie euch süß genug ist, ob ihr vielleicht noch etwas Zimt oder Spekulatius darunter heben wollt. Das könnt ihr ganz nach Gusto machen. Was aber auf jeden Fall noch drunter gehört,
Das sind natürlich unsere Mandarinenstückchen. Und dann können wir unsere Torte auch schon füllen. Die Mandarinenstückchen gerade noch. Die habe ich schön abtropfen lassen und ich habe mir auch schon 14 schöne rausgewählt, dass ich sie nachher dann auch habe. Und die können wir jetzt einfacher mit dem Spatel unterheben oder mit so einem Löffel. So, und die Schüssel ist jetzt ein bisschen voll, gebe ich zu, aber das lag jetzt am Wasserbad. Schön auch nochmal von unten schauen, dass alles mit reingerührt ist. Meistens hängt nochmal unten dann was, wenn man mit dem Schneebesen arbeitet. Deswegen arbeite ich immer noch mit dem Spatel einmal nach. So, wunderschöne Creme, einfach fantastisch. Abschmecken nicht vergessen. Schmeckt ganz, ganz zart. Man kann noch ein bisschen Zucker hinzufügen, aber ich lasse es jetzt. Und dann können wir uns die Torte auch schon füllen. Den Boden schneiden, zweimal durchschneiden, dass wir 3 Böden erhalten. Und da seht ihr den wunderschönen Spekulatiusboden. Das sind die Stückchen, die ich noch mit reingegeben habe in die Masse, also die Spekulatiusstückchen. Die werden dann so richtig lecker in dem Boden. Das ist unser unterster, gerade beiseite. Und jetzt schneiden wir natürlich nochmal. Ich habe jetzt auf 1,5 cm jeweils eingestellt, das Messer. Das Messer übrigens ist das beste Werkzeug jemals. Es gibt kein besseres zum Tortenschneiden. Wenn man Wert auf gerade Böden legt und sich da nicht einen abbrechen will beim Schneiden, ist das einfach perfekt. Ich kann es nur empfehlen. Seitdem ich das Messer habe, schneide ich gerade Böden. So. Wunderschöne Böden. Ihr seht es hier richtig toll mit dem Spekulatius drin. Und daraus werden wir jetzt unsere wunderbare Advents- und Weihnachtstorte zaubern. So, Tortendrehteller, Sugar Princess Cake Board mit der Krone. Einfach perfekt zum sicheren Transportieren von Torten. Darauf lege ich eine Tortenpappe, um das Cakeboard zu schonen. Und eine Tortenspitze. Kommt schon mal drunter. Muss man gucken, dass man sie sich natürlich nachher dann nicht beim Einstreichen einseift. Das kriegen wir aber hin. Dann nehme ich den Deckel als untersten Boden. Wunderschön. Jetzt der Sugar Princess Tortenring drum. Ihr seht jetzt meinen 10 cm Tortenring in Aktion zum ersten Mal. Drum basteln und einfach Klick machen und der Tortenring sitzt. Da ist sie. Und jetzt können wir unsere Torte auch schon füllen mit der Hälfte der Creme. Ungefähr die Hälfte. Das kann man ruhig Pi mal Daumen machen. Und dann nehme ich jetzt meine neue Streichhilfe. Damit komme ich in alle Torten wunderbar rein. Selbst in schmale, hohe Torten. Also da muss ich nicht mir immer einen abbrechen mit einer zu großen Palette. Also bei größeren Torten geht das noch, aber bei schmalen 20er Torten wird es dann richtig kompliziert. Und da ist diese Streichhilfe einfach genial. Es ist wieder ein sehr hochwertiges Produkt. Made in Germany. Ihr seht hier die Krone. Rostfrei, Spülmaschinen geeignet, fruchtsäurefest und in Deutschland hier bei mir um die Ecke hergestellt. Schön glatt streichen. Einfach toll. Jetzt kommt der mittlere Boden hier drauf. Einfach vorsichtig auflegen. Und sanft andrücken, nicht zu stark, dass nicht die Creme an der Seite hochkommt. Einfach nur vorsichtig andrücken. Wer mag, kann die Böden natürlich mit einer passenden Fruchtmarmelade bestreichen. Jetzt kommt hier die zweite Schicht der Creme drauf. Die zieht auch schon gut an. Ich merke schon, dass sie fest wird. Wieder schön verstreichen mit unserer Streichhilfe. Ist wirklich perfekt. Man kann sie wunderbar anfassen. Und man kommt in alle Torten super rein. Sehr schön glatt gestrichen. Und wir können den letzten Boden auflegen. Und da gehen wir jetzt mit der scharfen Kante nach oben, damit wir nachher auch wirklich einen guten Abschluss haben. Geben den gerade noch hier drauf. Und ihr seht, der Tortenring, der niedrigste, ist genau passend jetzt für diese Torte. Gerade andrücken. Und jetzt darf die Torte für mindestens 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank, am besten obendrauf dann abdecken. Wiederum mit einem Cakeboard.
dann sehen wir uns wieder zum finalen Dekorieren. Die Torte war bei mir über Nacht auf dem Balkon schön abgedeckt mit einer Haube. Sie ist schön fest geworden. Da rührt sich einfach nichts mehr. Jetzt kann man sich entscheiden, entweder man dekoriert sie ganz klassisch, überall Sahne drumherum und oben auf die Sahnerosetten. Aber ihr könnt sie natürlich auch außenrum ohne Sahne lassen und jetzt nur die Sahne draufstreichen. Dann am besten den Ring dran lassen und hier gleich die Sahne drauf geben. Jetzt schneiden wir uns die Torte erstmal raus, dann entscheide ich später. So, und dann können wir hier einfach unseren Klemmhebel wieder aufmachen und vorsichtig lockern. So, und vorsichtig hochziehen. Also ich finde die Streifenoptik richtig toll. Ich glaube, ich werde sie wirklich dieses Mal so in Streifenoptik lassen. Ich finde es ganz witzig. Eine andere Möglichkeit wäre, hier noch außenrum Sahne und Spekulatius außen anzudrücken. Aber ich finde jetzt dieses Mal, möchte ich mal was anderes machen. Ich werde jetzt den Ring wieder drum basteln und dann noch hier oben die Sahne aufgeben. Dann lässt sie sich einfach akkurater auf der Oberfläche verteilen. Los geht's. Ich habe mir ja nochmal den Ring drum gebastelt. Jetzt geben wir ein bisschen Sahne hier oben drauf. Die Sahne habe ich mir einfach mit ein bisschen Sahnefest und Zucker nach Belieben und etwas Vanille habe ich noch mit drin. Steif geschlagen. Und jetzt kommt wieder meine geniale Streichhilfe zum Einsatz. Verstreiche die hier oben auf der Oberfläche. Der Vorteil ist, wenn der Ring drum ist, dann kommt man einfach nicht über den Rand raus und es sieht gleichmäßiger aus. Die obere Schicht ist fertig. Ich bin zufrieden. Viertelstunde bis eine halbe Stunde stelle ich sie jetzt nochmal kalt, dass die Sahne schön fest wird und dass ich den Ring dann gut abkriegen kann. So, nach der Kühlzeit vorsichtig wieder hochziehen. Jetzt kommen natürlich unsere Rosetten oben drauf, beziehungsweise wir müssen uns natürlich erst einteilen. Der neue Sugar Princess Einteiler in die Mitte aufsetzen. Und da haben wir ein wunderschönes Muster jetzt, nicht zu aufdringlich und können dann jeweils erstens gut schneiden, zweitens hier wunderbar dekorieren. Perfekt. Ich werde jetzt große Rosetten spritzen, damit ich einfach dann meine halbierten Spekulatius und die Mandarinen aufsetzen kann. Beides soll drauf. Also eher so eine Art Rose spritzen. Dafür habe ich die Tülle 1M wie immer. Sie dürfen ruhig aneinander stoßen sozusagen. Und das kann man halt besonders schön mit der Tülle 1M hinkriegen, weil das einfach die klassische Rosentülle ist. Und unsere letzte Rose. Wunderschön, eine Torte mit Rosen. Jetzt wollen wir natürlich die Mitte noch dekorieren und da können wir entweder Spekulatiusbrösel nehmen oder aber krokant. Ich bevorzuge jetzt hier krokant, die kommen bei mir in die Mitte einfach nur. Schön, wie es klassisch einfach sein muss, dass auf jedem Stück noch so ein bisschen krokant knuspert oben auf. Wunderbar. Und natürlich, was noch fehlt für unsere wundervolle Torte, sind die halbierten Spekulatius. Die habe ich mir einfach mit einem so geriffelten Messer durchgeschnitten, weil sonst werden sie einfach zu groß und setze mir jetzt so schräg in die Rosen rein. Das ist fast ein bisschen schade drum, aber ja, das muss sein. Schräg einsetzen. Das ist jetzt ein Gewürzspekulatius. Und er lässt sich ganz gut halbieren. Das war eigentlich kein Problem. Und den letzten. Fehlen natürlich nur noch unsere Mandarinen, denn wir wollen ja auch wissen, was in der Torte drin ist. Die Mandarinen habe ich mir mehrfach auf einem Küchenkrepp abgetropft und einfach wirklich richtig schön getrocknet. Ich lege sie jetzt wie einen kleinen Mond daneben. Gucken, dass ungefähr die Größe passt. Und damit der Spekulatius nicht so arg aufweicht, ist es eben wichtig, dass die Mandarinen schön abgetropft sind. Ein bisschen mit Abstand daran legen vielleicht.
Man könnte sagen, wir haben unsere Mandarinen auf Rosen gebettet. Und die letzte Mandarine. Wunderschön. Eine schöne Farbkombination. Wunderschön weihnachtlich. Fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar schöne goldene Kugeln. Vielleicht nicht auf jedem Stück, aber auf jedem zweiten. Für das weihnachtliche Feeling auf der Torte und noch 2 in die Mitte. Und so ist meine Torte jetzt wirklich fertig. Ich finde, sie ist richtig schön weihnachtlich geworden und jetzt können wir sie gemeinsam probieren. Endlich mal wieder lecker Torte. Ich freue mich schon aufs Anschneiden. Ich nehme mal ein Stück mit Kugel. Und da kommt unsere weihnachtliche Spekulatius-Torte. Oh mein Gott, wunderschön geworden. Lasst uns probieren. Los geht's, ich freue mich aufs Probieren. So lecker. Mega. Sehr lecker. Gleich nochmal einen. Schön fruchtig, nicht zu süß. Absolut ein Traum, diese Torte. Schön fruchtig, knusprig, schmeckt nach Spekulatius, nicht zu süß, sehr, sehr erfrischend und gleichzeitig weihnachtlich. Also eine super schöne, leckere Weihnachtstorte. Das war meine weihnachtliche Spekulatius-Torte mit Quark, Sahnecreme und Mandarinen. Ein wirklich schönes Rezept für die Festtage. Ich hoffe, ihr werdet die Torte einmal ausprobieren. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu sowie den Link zum Rezept und den Link zum Gewinnspiel findet ihr hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort habe ich alles genau aufgeschrieben. Einfach dort mehr anklicken, dann findet ihr dorthin. Ihr könnt mitmachen, indem ihr natürlich kommentiert oder einen Kauf im Shop tätigt. Denkt daran, es gibt dieses wunderschöne Set, Herzformen-Backset zu gewinnen. Also nur einen Tag lang, deswegen heute mitmachen und dann habt ihr die Chance auf diesen wunderbaren, traumhaften Weihnachtsgewinn. Viel Glück dafür und viel, viel Freude beim Backen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem letzten Video dieses Jahr wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss!